Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch unterwegs. Themen, die ich für euch habe, sind zum Beispiel Lufthansa 100-Jahr-Feier wird gestört durch neuen Streik, nämlich die Kabine. Da gab es wohl Sonntag, Montag noch Gespräche, aber die sind wohl eskaliert. Aus Amerika gibt es Rufe, dass United und American Airlines irgendwie vielleicht fusionieren. Und wir haben Iran-Krieg, treibt die Kosten weiter hoch und ist ein Risiko für die Fluggesellschaften. Da wird gefordert, dass es dort auch eine Entlastung gibt. Insofern denkt ihr natürlich dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren, School und so weiter zu machen. Also in dem Sinne gehen wir auch direkt im Dive in das erste Thema. Der Pilotenstreik ist jetzt der zweite Tag. Der Streik ist ja eskaliert. Der Pilotenstreik bei Lufthansa geht in die nächste Runde und führt weiterhin zu massiven Flugausfällen. Die Fronten zwischen Management und Gewerkschaften sind verhärtet. Eine Einigung ist nicht wirklich in Sicht. Hunderte gestrichene Flüge, auch heute wieder am zweiten Streiktag. Über 900 Flugverbindungen in Frankfurt und München betroffen. Die Vereinigung Cockpit hat dazu ja aufgerufen. Lufthansa, Lufthansa Cityline, Lufthansa Cargo sind wohl beteiligt. Streitpunkte sind Betriebsrenten, Gehälter. Aber die Aktie ist wohl bei plus 1,1. Ich weiß, ich gebe keine Aktientipps. Ich sage es einfach nur dazu. Die Aktie ist also stabil. Weitere Streiks sind nämlich vom Kabinenpersonal angekündigt worden. Und die Frage, die man sich auch stellt, ist, ob die Piloten nicht am eigenen Ast sägen, auf dem sie sitzen. Denn wir müssen ja immer wieder feststellen, wenn sie teurer produzieren, wenn die Kernmarke, die Classic, keine Gewinne macht, hat die Lufthansa ja auch keine Intention, da in irgendeiner Art und Weise weiter zu wachsen, sondern nur da zu wachsen, wo sie Gewinne macht und da, wo sie auch fliegt. Und ich würde mich mal gerne so ein bisschen mal bei der Lufthansa reinhorchen lassen und zu wissen, ob es wirklich Verluste sind, die Lufthansa macht, oder ob sie halt einfach mit den anderen Operations mehr Gewinne machen. Also wenn sie mit der Struktur, die sie jetzt haben, Gewinne machen, dann fände ich das nicht in Ordnung, wenn sie das dann auslagern. Aber wenn sie mit denen keine Gewinne machen und das ehrlich gerechnet haben, dann kann man das verstehen. Also sagt ihr auch, dass die Piloten an ihrem eigenen Ast sägen, weil sie ja mit den ganzen Forderungen, die sie haben, sich immer unattraktiver machen, als sie sind. Denn die Kern-Airline ist wohl strukturell schwach und der Druck zur Kostenkontrolle, da kommt man nicht drum rum. Auch für uns ist es natürlich so, dass jetzt 4 Tage in Reihe geschaltet da richtiger Stress ist. Die Strategie ist halt wirklich Value over Volume. Das macht auch irgendwo Sinn, das kann man verstehen. Nur es ist halt nicht zu eurem Vorteil, habe ich das Gefühl. Und Michael Niggemann, Finanzer von der Lufthansa, sagt, jeder Streik verkleinert die betroffene Fluggesellschaft. Und das ist wohl so. Ja, wichtigste Erkenntnis ist, die Lufthansa steckt halt richtig tief im Sumpf des Tarifthemas fest, des Tarifkonflikts. Und so wie es aussieht, sind weitere Eskalationen unvermeidlich. Und wird Lufthansa in Zukunft die Lufthansa Classic bewusst schrumpfen. Denn ausgerechnet zum 100-jährigen Jubiläum, und das ist ja jetzt beim zweiten Thema, wo die Kabine jetzt auch streikt, die haben ja letzten Freitag gestreikt, wird die Lufthansa vom massiven Kabinenstreik getroffen. Die Gewerkschaft nutzt halt die mediale Bühne gezielt für maximalen Druck, für maximale Schmerzen. Denn auch Fritze Merz kommt ja nach Frankfurt, soll das Lufthansa Sporsoleum oder wie man das Ding nennt, mit einweihen und da Gas geben. Und der Streik ist am 15. und 16. April. Lufthansa Cityline streiken. Die UFO ist der Veranstaltungsleiter. Und der Streik betrifft alle Abflüge ab Frankfurt und München. Und der Protest soll auch zusätzlich als Benefit direkt bei der Jubiläumsveranstaltung auch gemacht werden. Das heißt, also, da wollen ja auch die Lufthanseaten geben. Die Zukunft von Cityline ist ja besiegelt, die ist geschlossen. Da gibt es auch keinen Weg zurück. Also da wird der Vorstand einen Teufel tun. Und der Manteltarifvertrag wird auch besprochen. Aber es gilt auch für die Kabine Gleiches, ob man nicht da auf dem eigenen Ast sitzt. Und für die Lufthansa ist das natürlich nicht ganz so schön, wenn man Bilder produziert zu 100 Jahre Lufthansa und dann hat man so ein Thema. Die Eskalationsstrategie der Gewerkschaften ist aus der Gewerkschaftssicht natürlich, clever weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nachvollziehbar. Und
Lufthansa sagt halt, wir wollen keine Kostensteigerung. Deshalb ist es halt wirklich so, dass die UFO Hardliner-Position bei der Lufthansa sieht. Die Lufthansa sagt, dass das Ganze verantwortungslos sei. Und der Streik ist halt als Fazit, kann man einfach nur sagen, komplett eskaliert. Also da ist komplett, ja, ich weiß auch nicht, also da ist, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch miteinander reden können, weil so wie gesagt worden ist, haben sie sonntags sich spontan noch mal getroffen, um Sonntag zu reden. Montag hat man noch ein bisschen Nachklappe gehabt oder so, aber da ist nichts passiert, dann ist man wieder weggegangen. Damit sind also auch hier bei der Kabine weitere Streiks vorprogrammiert. Ist dieser Streik legitimer Druck oder ein riesiger Image-Schaden für die Lufthansa? Das könnt ihr auch mal beantworten. Der Iran-Krieg bringt, also der Krieg ist ja immer noch da, auch wenn er gerade nicht geschossen wird, Gott sei Dank, unter Druck. Und zwar im Konflikt im Nahen Osten ist es so, dass die Kerosinpreise dadurch natürlich massiv nach oben gehen und bedroht die Versorgungssicherheit und fordert staatliche Eingriffe. Kerosinpreise haben sich mehr als verdoppelt und das Risiko ist halt, dass auch durch die Straße von Hormuz nicht so viel mehr kommt und dass man damit dann halt ein echtes Thema hat. Airlines for Europe, also A4E, ACI, das ist die Flughafengeschichte, International Energy Agency, fordert eine EU-Kerosin-Strategie, 90 Tage Reserve, Steuerentlastung. Und alleine Lufthansa hat ja irgendwie 1,4, 1,5 Milliarden, nicht Millionen, Mehrbelastung. Gerade aber Fluggesellschaften wie Air Baltic und SAS, die kein Hedging haben, sieht man, wie die in Schwulitäten kommen. Air Baltic zum Beispiel fragt jetzt ihre Anteilseigner, ob sie nicht Geld geben wollen, weil es denen so schlecht geht. Ja, wichtigste Erkenntnis ist halt wirklich, dass Energiepreise ein Riesenrisiko sind, gerade für die Aviation, aber auch die Verfügbarkeit von Sprit wichtig ist für unsere ganze Economy. Und der Preisanstieg und die Kapazitätskürzung sind halt leider nicht nur wahrscheinlich, sondern sie stehen halt einfach bevor. Wo war das? Wer sagt das? Wissen gar nicht, ob wir Mai, es war Australien, die wissen gar nicht, ob die ab Mai überhaupt noch fliegen können, weil sie keinen Sprit mehr haben. Also insofern stehen wir vor einer nahen Phase des teuren Fliegens. In den USA gibt es lustige Gerüchte und das Gerücht, was auch von Scott Kirby, dem United CEO, also das Gerücht, es ist ja kein Gerücht, wenn er es selber sagt. United möchte mit American Airlines fusionieren. Wir wissen ja aus Chicago und anderen Orten, dass es dort knallharte Kampfansagen gibt und man bei American Airlines aus Uniteds Sicht dann nicht mal das Schwarze mit den Fingernägeln gönnt. Scott Kirby kommt ja, glaube ich, von American Airlines, aber der hat ja, also ich weiß nicht, ob der einen psychologischen Schaden davon getragen hat, ob er da bei American Airlines irgendwie gefoltert wurde. Ich weiß nicht, was bei ihm da kaputt ist, aber er ist halt da komplett am Durchdrehen. Und jetzt hat er bei Donald J. Trump noch einen lustigen Vorschlag gemacht, und zwar, man könnte jetzt die größte Airline-Fusion der letzten 10 Jahre machen, nämlich United und American Airlines. Also zum Beispiel United American würde dann die Fluggesellschaft sein. Ich weiß es nicht, wie will man die denn nennen. Aber USA ist ja bereits sehr konzentriert, weil da gibt es ja nur 4 Fluggesellschaften, 4 schwierig auszusprechen, 4 Fluggesellschaften, das ist ja United, das ist ja American, aber dann nur Delta und dann Southwest. Alles andere verließen sie. In Alaska, ja okay, JetBlue selber auch am Schrammen von der Insolvenz, ist halt so. Und die massive Marktkonsolidierung zugunsten weniger dominanter Player ist halt wirklich voll im Gange. Und für die Passagiere bedeutet das am Ende weniger Konkurrenz und höhere Preise. Und was passiert, wenn Mileage Plus und American Advantage zusammengelegt werden? Ist es dann Mileage Advantage oder oder Advantage Plus, Plus Advantage? Man weiß es nicht genau. Ja, der Fokus ist natürlich die globale Konkurrenz und man kann das auch irgendwo ein bisschen verstehen, weil die Amerikaner sagen, ja, es fliegen aber auch viele Fluggesellschaften auf Strecken nach Amerika, auf denen wir keine Präsenz haben. Und die wichtigste Erkenntnis ist aber, dass für uns als Konsumenten der Umbau natürlich dann eine Fluggesellschaft wegbricht. Dann ist das nicht nur die Middle Eastern 3, sondern auch die US 3. Und die Realisierung ist schwierig, hat aber eine riesen Signalwirkung. Als Fazit würde ich Folgendes sagen. Ich halte es fast für unwahrscheinlich, dass die beiden fusionieren. Eventuell JetBlue geht zu United. Damit würde man dann
die Ostküste wieder bekommen und ein paar Slots in JFK und so, die man halt wieder braucht. Das wäre ein Riesenvorteil für die Freunde von American Airlines, United. Für American Airlines, ich sehe das jetzt ehrlicherweise nicht, obwohl Donald J. Trump ja große und Riesendeals mag. Wäre eine Mega-Airline gut oder schlecht für uns Verbraucher? Was wäre da eure Meinung? In dem Sinne, dass ihr sagt, hey, die sind geil, weil nämlich, wenn die so groß sind, dann sind die unkaputtbar. Auch spannende Geschichte. Ja, als Gesamtfazit kann ich euch nur sagen, dass die Streiks wirklich ein riesenstrukturelles Problem sind bei der Lufthansa und da muss eine Lösung her, das geht einfach nicht. Die Kosten und die Arbeitnehmerkonflikte eskalieren in einer Art und Weise, die nicht schön sind. Ich selber bin ja auch betroffen, ich fliege morgen direkt, also nicht mehr mit Lufthansa, obwohl ich eigentlich Lufthansa wieder lieb gewonnen habe, aber das ist ein anderes Thema. Und wir sehen auch, der Kerosinhandel wird von den geopolitischen Streitereien wirklich getroffen. Die Konsolidierung nimmt global weiter zu und ich bin mal gespannt, ob das zu unserem Vorteil ist am Ende des Tages. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und zu abonnieren. Und ganz wichtig, Frage des Tages. Und zwar wird Lufthansa bewusst kleiner gemacht, weil man sich selber damit schadet als Piloten und als, wie heißen sie nochmal? Kabinenpersonal. Und vor allem ist der Streik zur richtigen Zeit angesetzt worden. Also ist das jetzt eine gute Wahl oder was haben Sie gemacht? In dem Sinne, ich danke euch und wieder viel Spaß beim nächsten Mal. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dann. Ciao.